Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Wir machen heute etwas ganz Besonderes und zwar eine Aprikosen-Pistazientorte. Viel Spaß! Dafür brauchen wir einen Wiener Boden und dazu braucht ihr Eiweiß, Eigelb, Zucker, Vanillezucker, dann brauchen wir Mehl, etwas Stärke und dann brauchen wir noch Backpulver. Dann habe ich hier gehackte Pistazien, flüssige Butter und dann gibt es so eine Creme. Das ist kein Muss. Im Video erkläre ich euch, wie ihr die selber herstellen könnt. Das ist so eine Art Schokocreme mit Pistaziengeschmack. Da braucht ihr ein bisschen was davon. Ja, legen wir auch gleich mal los. Als allererstes geben wir das Eiweiß in eine Schüssel. Da kommen jetzt noch pro Ei ein Esslöffel Wasser dazu. Also die genauen Mengenangabe findet ihr unten in der Infobox oder auf meiner Website www.alexandrasfoodlounge.com. Dann noch eine Prise Salz und das wird jetzt aufgeschlagen. Also noch nicht steif, sondern einfach nur aufschlagen, sodass die Masse so richtig schön weißschäumig wird. Also man sieht, die Masse hat sich verdoppelt. Es soll aber noch nicht richtig steif sein. Und dann könnt ihr den Zucker dazugeben und den Vanillezucker. Einfach dazugeben. Und dann kommen einzeln die Eigelbe mit hinein. Also ich mag es immer so, ein Ei rein, ja stimmt. Und dann so ungefähr 30 Sekunden verrühren und dann das nächste. Und das Ganze sollte so gute 5 Minuten aufschlagen. Darf auch ein bisschen länger sein. Und jetzt kommt die Creme dazu. Ihr könnt diese Creme auch selber machen, indem ihr gehackte Pistazien einfach zerkleinert, also in einem Zerkleinerer malt und dann gebt ihr ein kleines bisschen Öl dazu. Und dann wird das auch so eine schöne Creme. Ja, dann habt ihr gesehen, der Teig, der klappt nochmal komplett zusammen. Völlig in Ordnung, also es wird richtig flüssig. Und dann kommen die Trockenzutaten dazu, wie Mehl, Stärke und das Backpulver. Und das sieben wir drüber, einfach wie beim Biskuitboden. Dann noch die gehackten Pistazien mit hineingeben und das Ganze vorsichtig unterheben. Also nicht drin herumstochern und rumrühren, sondern schön von unten nach oben. So lange unterheben, bis das Mehl in dem Teig verarbeitet ist. Und man sieht jetzt hier, die Masse ist wirklich kleiner geworden, aber das langt wirklich für 2 Böden. So sieht es aus. Jetzt brauchen wir noch unsere Butter. Die muss geschmolzen sein und abgekühlt. Also komplett kalt nicht, aber sie sollte nicht heiß sein, weil sonst klappt es nicht. Die geben wir da jetzt zum Schluss einfach mit hinein und die wird ebenfalls mit untergehoben. Ja, und dann ist mein Pistazienboden, also der Teig, fertig. Dann habe ich hier meine Springform, die hat einen Durchmesser von 26 cm. Die lege ich mit Backpapier aus und da kommt mein Teig hinein. Hier seht ihr jetzt, ich habe schlampig untergehoben. Da schwimmt nämlich noch die Butter, aber das macht gar nichts, denn das kann man da drin auch noch hineinrühren. Vorsichtig natürlich. Ja, und dann darf der Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten backen. So sah er aus, macht einen Stäbchentest. Wenn am Zahnstocher nichts mehr kleben bleibt, dann ist der Kuchen fertig. Ja, und dann löse ich ihn. Also lasst ihn 5 Minuten abkühlen, damit ihr die Form anfassen könnt. Und dann löst ihr ihn aus der Springform. Und immer, also wenn ihr ein Messer nehmen müsst, immer zur Form hin, weil sonst macht er den Boden kaputt. Und dann einfach den Rand weg, wenn es geht. Und dann stürzen, also auf ein Kuchengitter und dann dort komplett auskühlen lassen. Am besten, ihr backt den Boden einen Tag vorher, denn dann kann er wunderbar, wunderschön auskühlen und dann lässt er sich auch viel, viel einfacher teilen. Also das ist wirklich wichtig. Der muss richtig kalt sein, damit sich ein Boden richtig schön schneiden lässt. So sieht er aus. Toll. Also ich war wirklich begeistert davon. Das war mein erster Versuch und es hat auch gleich funktioniert. So, hier seht ihr es. Ich habe ihn einmal durchgeschnitten und dann lege ich einen Boden, also ich brauche jetzt erstmal einen Boden, auf eine Platte und da kommt dann ein Tortenring darum. Ich habe jetzt hier einen, ich glaube 15 cm war der hoch. Ich weiß es gar nicht.
weil ich den so selten benutze, und den stellt er da rum. Dann für die Füllung braucht ihr 2 große Dosen Aprikosen, 2 Packungen gemahlene Gelatine und 8 Esslöffel Wasser. Also das war jetzt für die Fruchteinlage. Ich nehme selten gemahlene Gelatine. Ich bin nicht so begeistert davon, aber ich hatte keine andere da. Und die funktioniert so. Ihr gebt einfach das Pulver in eine Schüssel, gebt da das Wasser dazu und lasst das Ganze 10 Minuten quellen. Also schön verrühren und dann quellen lassen. Und dann wird die richtig fest. In der Zwischenzeit schneiden wir die Aprikosen in kleine Stücke, also wir würfeln sie. Also bei einer Springform von 26 cm braucht ihr 2 Dosen. Ich habe es erst mit einer probiert, das war zu wenig, deswegen sieht es hier so wenig aus. Ich musste das Ganze nochmal wiederholen, was einfach zu wenig war. Also 2 Dosen. Klein schneiden, dann seht ihr hier die Gelatine. Jetzt ist sie gequollen, sie ist fest. Und jetzt geht es im Grunde genommen eigentlich so wie bei der normalen Blattgelatine weiter. Das müsst ihr jetzt leicht erhitzen, so dass es geschmolzen ist. Ich finde, die gemahlene Gelatine schäumt recht arg, aber das ist überhaupt kein Problem. Dann, die Aprikosen müsst ihr ja absieben. Da gibt ihr ein bisschen Flüssigkeit weg, denn ich muss die Gelatine genauso wie die Blattgelatine anpassen an der Temperatur. Und da habe ich einfach den Saft von den Aprikosen genommen. Und das schütte ich jetzt einfach über meine geschnittenen Aprikosen, die ich übrigens vorher in eine Schüssel gegeben habe. Einfach verrühren. Das sieht alles so aus, als würde es nicht funktionieren, aber das funktioniert. Verrühren und dann müsst ihr auch ziemlich schnell sein, denn das wird sehr schnell fest. Und zwar gleich euren Boden holen und dann die Aprikosen darauf geben und verteilen. Das schäumt hier jetzt. Das ist aber dann, wenn es trocken ist, nicht wenn es trocken ist, wenn es geliert ist, also fest ist, ist es weg. Ja? Und schön gleichmäßig verteilen. Ihr seht, dass ich übrigens auch eine Tortenfolie umrand habe. Die Tortenfolie finde ich eigentlich total gut, wenn du einen sauberen Rand haben willst. Und dann kommt da der zweite Boden drauf und das Ganze darf jetzt 1 Stunde kühlen. Dann geht es weiter mit der Creme. Die ist auch ziemlich einfach. Und zwar braucht ihr da 500 Gramm Naturjoghurt. Ich hatte jetzt mit 1,5%, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Milliliter Sahne und auch 2 Päckchen gemahlene Gelatine. Und dann für den Fruchtspiegel habe ich es ganz einfach gemacht. Einfach ein Glas Samtmarmelade. Wo das herbekommt oder wie das heißt, das erfahrt ihr jetzt an dem Video. Und dann noch gehackte Pistazien. So, als allererstes die Sahne steif schlagen. Die kommt dann in den Kühlschrank, bis wir sie brauchen. Dann habe ich hier meinen Joghurt, da kommt jetzt der Zucker dazu und der Vanillezucker. Und wer mag, kann auch noch ein bisschen Zitronensaft zum Beispiel dazugeben. Ich hatte jetzt keinen da, deswegen habe ich ihn nicht hineingegeben. Ist ja klar, wenn man keinen hat, kann man auch keinen dazugeben. Und das Ganze wird jetzt so lange verrührt, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Das hört man beim Mixen, finde ich. Das hört sich so krisselig an und irgendwann hört es auf. Ja, dann geht es weiter mit der Gelatine. Die wird genauso zubereitet oder vorbereitet wie beim ersten Mal. Und da kommt aber jetzt statt Saft von der Creme so 2-3 Esslöffel dazu. Also im Grunde genommen genauso wie bei der Blattgelatine. Ich passe die Gelatine der Creme an. Oder, ja. Und verrühre das Ganze. Und dann kommt das in meine Joghurtcreme hinein. Und dann auch hier sehr schnell arbeiten. Und dann das Ganze mit dem Mixer, Küchenmaschine verrühren. Und dann gebe ich die Sahne einfach dazu. Ja, man sollte sie unterheben, aber ich habe festgestellt, das muss man gar nicht. Man kann sie auch mit dem Mixer reinrühren. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der hebt es unter und ich habe es reingerührt. Ich finde auch noch, da wird es noch ein Tick cremiger. Also sie wird ja trotzdem steif, weil die Creme ist ja kalt. Ja, das verrühren wir rein und wenn es dann richtig schön cremig ist, so wie hier, sieht toll aus, hat auch wunderbar, also total lecker geschmeckt. Dann hole ich meine Torte wieder und dann kommt oben drauf die Creme. Und die müsst ihr natürlich verstreichen. Wer mag, ist jetzt ein Beispiel, könnt ihr da auch noch ein paar Früchte dazugeben. Aber ich fand jetzt die untere Schicht mit den Früchten, das langt eigentlich. Aber so zum für die Optik, glaube ich, ist das noch schön. Dann darf das Ganze 4 Stunden kühlen. Und jetzt kommt wieder, also diese Idee finde ich so genial. Ist nicht meine Idee, ich habe das gefunden im Internet. Diese Samtmarmelade von Schwartau, diese ohne Stückchen, die müsst ihr einfach nur erhitzen.
dass es schön flüssig ist. Dann gibt ihr die einfach auf den kalten Kuchen oder auf die kalte Torte drauf. Schön gleichmäßig verteilen. Also ein Glas langt da wirklich, weil da ist ja ziemlich viel Zucker drin. Und das Tolle ist, ihr braucht hier keinen Zucker und auch keine Gelatine. Und das wird jetzt einfach oben drauf gegeben, schön gleichmäßig verstrichen. Geht auch sehr einfach. Achtet aber darauf, dass es nicht zu heiß wird, denn wenn auf die kalte Creme was Heißes kommt, dann geht es nach oben, dann löst sich das so stückchenweise auf und das seht ihr schon da auf der einen Seite. Da kommt dann die Creme hoch, wobei es auf der anderen Seite wieder ein schönes Marmormuster gibt, aber wenn ihr so eine richtig schöne orangene Schicht haben wollt, achtet darauf, dass es nicht zu warm ist. Und dann gebe ich am Rand entlang jetzt schon meine Pistazienkerne und dann darf das Ganze trocknen. Fest werden. Und zwar auch nochmal so gut, würde ich sagen, 1 Stunde, 2 Stunden. Und dann könnt ihr den Ring entfernen, die Tortenfolie und oben dieser Fruchtspiegel, der ist schnittfest. Ihr, wenn ihr anschneidet, läuft euch das nicht hinunter, weil die Marmelade oder Konfitüre, die wird wieder fest und das ist echt eine geniale Idee und das werde ich, denke ich, öfters benutzen, auch mit anderen Früchten und es sieht auch total schön aus. Ja, dann war ich noch auf der Wiesn, habe mir Gänseblümchen geholt, die natürlich gründlich sauber machen, ja, weil da ist ja auch Ungeziefer und sowas drauf. Waschen, sauber machen, trocknen lassen und dann könnt ihr die auf die Torte legen. Ja, und dann war sie auch schon fertig. Also ich finde, das ist eine total schöne Frühlingstorte. Die erinnert mich total an Frühling, wenn ich die anschaue. Und die war auch sehr fruchtig und frisch und es sieht einfach toll aus. Und dieser Pistazienboden, also wer Pistazien mag, gerade mit dieser Creme, die ist wirklich total lecker. Ein Traum. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.